Ordnung ist die Grundlage einer guten Praxis. Das ist meine These. Wie komme ich auf diese These? Beobachtung bzw. Zuhören von dem, was die Leute sagen, die bei uns trainieren. Jeder Zweite, vielleicht auch mehr als das, also für mich gefühlt fast jeder sagt, ich habe noch nie so strukturiert trainiert, wie ich jetzt hier mit euch trainiere. Das bezieht sich auf das Training mit den Trainingsplänen, die wir schreiben, also im Online-Coaching, in unseren Kursen wie der Trainerausbildung und so weiter und so fort. Das höre ich sogar von Leuten, die wirklich seit vielen Jahren trainieren. Und ich mache hier diese Füßchen, weil man könnte sagen, das ist gar kein Training, was sie davor gemacht haben. Weil Training so eine gewisse Zielgerichtetheit hat. Also es geht um die Weiterentwicklung. Ja? Also Leute gehen teilweise einfach ins Fitnessstudio oder zum Yoga und so weiter und so fort, haben aber keine Zielrichtung. Also es passiert schon irgendwie was, ne? Sie bewegen sich, das ist ja auch erstmal positiv. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt in dem Sinne als Training bezeichnen, was da passiert. Jetzt ein bisschen Begriffsklauberei, ist mir auch total wurscht, ob man das jetzt Training nennt oder nicht. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, den Punkt zu machen. Also mache ich was, wo was passiert in dem Sinne, dass ich mich weiterentwickle oder nicht. Und ein ordentliches Training oder Ordnung im Training hilft, sich weiter zu entwickeln. Und den meisten Leuten fehlt in dem, was sie machen, einfach die Ordnung. Fertig aus. So. Das heißt, sowas wie ein Trainingsplan bringt Ordnung in das Praktizieren. Wie bringt das Ordnung rein? Es bringt Struktur, es bringt Planung, es sagt mir ganz klar, je nach Trainingsplan, ne? Sagen wir mal, der Trainingsplan hat auch eine Wochenplanung. Also sagt mir, Montag machst du das und das machst du so und so oft oder so und so lange oder bis du das und das erreicht hast. Da muss ja irgendeine Markierung geben. Ne? Kann ja nicht sein, mach halt Sprünge. Also kann ich natürlich schreiben im Trainingsplan, aber er ist nicht genug gerichtet, sondern ich schreibe entweder, du machst so und so viele Sprünge oder du machst Sprünge so und so lange oder du machst Sprünge, bis du diese bestimmte Sache geschafft hast oder diese bestimmte Qualität erreicht hast und so weiter und so fort. Und dann hörst du auf. Ja? Es geht also um eine Zielrichtung. Zack, nach vorne. Und das ist im physischen Training so, aber das ist in allen anderen Dingen im Grunde auch so. Also Ordnung ist im Grunde, könnte man sagen, auch ein Grundstock für gutes Leben. Klingt jetzt ein bisschen, ja, ne? Da kann man jetzt auch völlig anders argumentieren. Ja, was meinst du jetzt mit gutem Leben und so? Aber sagen wir mal, für ein Leben, wo ich die Zügel in der Hand habe und in eine bestimmte Richtung gehe, dafür ist Ordnung ganz wichtig. Was heißt Ordnung? Ne? Habe ich gerade ja schon auch gesagt, dass da Dinge drin sind wie, also Dinge, ja, wie sage ich, also messbar zu machen bzw. kontrollieren zu können und zu gucken, dadurch zu gucken, ist das wahr, was ich tue, ja, oder bilde ich mir was ein? Dann Planung, dann Bereitlegen der Werkzeuge, ja, also die Werkzeuge sind ready, so, ich weiß, wo mein Stift ist, wenn ich Autor bin, habe ich halt meinen Stift immer parat und da ist auch Tinte drin. Also die Werkzeuge sind auch angeschärft, könnte man so sagen. Ne? Die sind bereit. Das sind einfach so grundlegende Sachen, dass ich weiß, wo was ist, dass ich zeitlich eine Klarheit habe, wann mache ich was, beziehungsweise mir zeitlich auch Zeit schaffe für Dinge. Ne? Es ist ja ein Problem auch von vielen Leuten, dass das Training gar nicht stattfindet, weil sie gar nicht richtig ihre Woche planen und so weiter und so fort. Das heißt, um überhaupt was zu machen, was in dem Sinne jetzt hier im Kontext von dem, was ich sage, Training genannt werden kann, braucht es ein bisschen mehr als einfach irgendwie mal hier und da irgendwo hinzugehen und so ein bisschen Tritra-Trullala zu machen. Also Ordnung ist grundlegend für eine gute Praxis, für ein gutes Training. Und wenn ihr Hilfe von uns wollt, bei der Ordnung mit Trainingsplänen, aber auch mit generellem Wissen darüber, wie man Ordnung schafft, wie man seine Ideen ordnet, wie man seinen Tag ordnet, und so weiter und so fort, seine Dinge, bla bla bla, dann könnt ihr uns gerne anschreiben. Unsere
Unsere Angebote stehen auf unserer Website. Schaut da einfach rauf und dann kann es losgehen. Gut.